Ex-FCM-Kapitän Amara Condé wechselt an die Kaiserlinie zum SV Elversberg und ist damit der dritte Ex-Spieler vom FCM, der nach Elversberg wechselt. Und vor allem, das ist interessant, nämlich sie haben jetzt mit Tim Boss einen Torhüter, einen Zweitorhüter, der jetzt schon länger bei Elversberg ist, auch verlängert hat und da auch definitiv eine Zukunft haben wird und sehr wahrscheinlich auch bei Elversberg seine Karriere beenden wird. Da als Nummer 2 klar gesetzt, der verdient sich die Kohle, einmal mit dem Nichtstun. Dann haben wir Amara Condé, der soll Schein ersetzen, der nach Kaiserslautern gewechselt ist und wahrscheinlich mit einer der besten Mittelfeldspieler diese Saison war. Auch das ein Punkt, schwierig zu ersetzen, ob das mit Amara funktioniert, ist eine gute Frage. Bei Herrenfehren hat er zuletzt nicht wirklich viel gespielt, hat auch keine große Rolle gespielt, war nicht gut, hat sein Marktwert von 900.000 beim FCM auf 600.000 verringert. Auch hier muss man ganz klar sagen, beim FCM hat man immer schon so gemerkt, mit Tietz funktioniert, aber er hat jetzt so innerhalb sich von 3 Jahren kaum gesteigert. Also du hast schon gesehen, mehr Leistung geht fast bei ihm nicht und ich denke mal nicht, dass er eine Rolle von Schein ersetzen kann, persönlich. Ich würde es ihm vom Herzen gönnen, aber dann fragt man sich natürlich, wieso muss der unbedingt nachher im Fern wechseln? Ja, eine der Fragen, die man sich stellen muss. Aber auch hier haben wir einfach gutes Geld bekommen und war für uns dann im Endeffekt ein Deal, der sich definitiv gelohnt hat, weil auf dieser Position kam dann andere große Spieler, die wir bis heute kennen, wie das Gnaka hat das gut gemacht oder auch ein Mohamed Ernkurin, Zayn hat es auch meiner Meinung nach ganz gut gemacht und Falco Michel auch. Also da gibt es viele Leute, die das ganz gut ersetzt haben. Zudem ist auch Jason Checker zu Elversberg gewechselt, das weiß sicherlich jeder, der sich beim FCM jetzt in der letzten Saison sehr, sehr schwer getan hat. Auch das lag definitiv an Tietz teilweise. Man weiß nicht, welche Rolle er jetzt unter Fiedler spielen würde. Aber natürlich muss man auch hier klar sagen, dass er davor die Saison krass gespielt hat. Und wenn er daran an die Leistung anknüpft, kann er definitiv einer der besten Flügelspieler in der Liga sein. Das hat man vor der Saison ganz klar gesehen, dass er das kann. Ja, Elversberg hat damit jetzt einen Kader, der definitiv interessant ist. Sie werden sicherlich noch den einen oder anderen Leihspieler und dann kann man erst den Kader richtig bewerten. Nach aktuellem Stand ist es ein Kader, der sehr wahrscheinlich im Abstiegskampf zu finden sein wird. Zudem sind sie aber auch an dem 4. Ex-Spieler vom FCM noch dran, nämlich Florian Krüger, genauso wie wir auch an ihm dran sein sollen. Ein Stürmer mit einem Marktwert von 500.000, ja. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Elversberg macht aktuell interessante Deals. An Malanga sind sie auch dran. Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, meiner Meinung nach. Dann sind sie auch, also wenn sie Malanga holen, wäre es ein großer und wichtiger Transfer. Lukas Pinkert könnte aber noch gehen. Mokwa könnte auch noch kommen. Das ist damit auch wieder Mittelstürmer, der wie Aslani aufblicken könnte. Ja. Der FCM hat jetzt noch einiges zu tun. In der Sommertransferphase bin ich mir sehr sicher, bald steht das Trainingslager an. Und dann sehen wir vielleicht die ersten Tendenzen im Kader, wie es sein wird und so weiter und so fort. Auf jeden Fall baut sich Elversberg so eine kleine Magdeburg 2 Mannschaft auf. Eure Meinung sehe ich dazu gerne in den Kommentaren, auch gerne, wie ihr tatsächlich Elversberg einschätzt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, es ist schwierig. Ich habe Elversberg die letzten Jahre immer sehr schlecht eingeschätzt, dann haben sie immer sehr, sehr überperformt. Diese Saison haben sie aktuell noch keine Leihen. Nach aktuellem Stand würde ich sie im Abstiegskampf sehen. Also sie werden sicherlich noch die ein oder andere Top-Leihe holen. Das haben sie immer gemacht und deswegen wird es sehr, sehr interessant. Ja. Mal gucken, wann endlich mal wieder News zu uns kommen. Persönlich gibt es aktuell nicht so viel, worüber wir sprechen können. Deswegen ist es auch mal sehr, sehr schwierig, so jetzt zu sagen, was wir denn alles machen können. Und über was wir reden können. Deswegen versuche ich auch ein bisschen so ein paar Tendenzen zu finden. Ich hoffe, euch gefallen die Videos trotzdem auch gerne Ideen, was ihr für euch vielleicht wünscht in die Kommentare. Können wir vielleicht auch noch bessere Sachen machen. Ja. Ich wünsche euch damit einen schönen Tag. Genießt das heiße Wetter, beziehungsweise passt auf, dass ihr nicht einen Hitzeschlag bekommt oder was auch immer. Damit haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.